Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute mal wieder eine Eilmeldung. Dies bedeutet natürlich, dass in Kürze der Vorverkauf einer neuen Limited Edition bei Kobi startet. Ich zeige euch sofort, um welches Set es geht. Vorher habe ich aber noch eine wichtige Information für euch. Und zwar, wenn ihr weiterhin euch von mir über die neuesten Limited Editions bzw. über den Start des Vorverkaufs informieren lassen möchtet per Eilmeldung Video, dann müsst ihr jetzt etwas tun. Und zwar seht ihr jetzt hier gerade die Übersichtsseite hier auf dem Steine-Kanal bei YouTube. Hier bitte einmal nach unten scrollen und hier seht ihr meinen Zweitkanal Trend Games. Diesen bitte abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr dann keine weiteren Videos mehr verpasst. Warum das Ganze? Ein paar Änderungen bei YouTube, die mich betreffen, zwingen mich im Grunde dazu, hier zu reagieren. Und deswegen werde ich hier etwas an meinen Formaten hier schrauben müssen. Deswegen wird es ab sofort die nächsten Eilmeldungen, wie gesagt, hier auf dem Zweitkanal Trend Games auf YouTube geben. So, dann jetzt zur Limited Edition. Und zwar geht es diesmal um das Set mit der Nummer 2673, dem Panzerjäger Tiger Jagdtiger. Wie gesagt, in der Limited Edition. Die Übersicht hier, die ihr hier jetzt auch auf dem Hintergrund seht, das Ganze findet ihr bei uns auf dem Blog auf steine-kanal.de. Dort einfach mal hier mit dem Pfeil, wenn ihr das auf dem Desktop anschaut, auf Kobi gehen, dann auf Kobi News und dann findet ihr auch ziemlich schnell, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, dann diesen Beitrag und könnt das Ganze in Ruhe nochmal nachlesen. So, einmal zur Übersicht. Das Set wird aus 1635 Teilen gebaut, mal wieder im Maßstab 1:28 und wir haben hier 5 Minifiguren dabei. Wir sehen schon mal, das Ganze wird hier, beziehungsweise das Modell selbst wird in einer Bicolor-Tarnung gehalten und wir haben hier auch jede Menge Grünzeug zur zusätzlichen Tarnung auf dem Panzer drauf. Daneben haben wir dann eine Art Szenerie, fast schon ein Diorama, denn wir haben hier zwei kleine Gehwegelemente mit Gartenzaun und hier bricht dann der Panzer durch. Der brettert einmal durch den Zaun. Was ich hier beim Zaun sehr schön finde, dass wir hier wieder diese Holzoptikpaneele haben mit so einem 3D-Relief und wir haben hier sogar auch einen kleinen Briefkasten mit dran. Wenn der Panzer dann fertig aufgebaut ist, dann misst er mit Rohr nach vorne 38,5 cm in der Länge und kommt auf eine Höhe von 10,5 cm. Beim Modell selbst können wir mal wieder ins Innere schauen. Wir haben hier also mal wieder jede Menge Wartungsklappen und irgendwelche Öffnungen. Wir können auch einmal zwei größere Abdeckungen abnehmen. Und zwar einmal hinten über dem Motor können wir eine Abdeckung abnehmen. Dort können wir dann in den Innenraum schauen, sehen dann einen Motor, den wir auch ebenfalls mal wieder herausnehmen können. Hier handelt es sich um den Maybach HL 230 und wenn ihr möchtet, könnt ihr den dann auch auf einen eigenen kleinen Sockel stellen und dieser hat dann auch wieder ein eigenes Typenschild. Dazu hat natürlich das komplette Set mal wieder ein eigenes lasergraviertes Typenschild in Schwarz mit der Bezeichnung des Sets und auch der Nummer eurer Limited Edition. Vorne können wir natürlich ebenfalls ins Innere blicken. Dort können wir dann das Dach abnehmen und sehen dann den Innenraum von der Mannschaft. So, hier sehen wir nochmal ein paar bewegliche Luken und Klappen. Und dann kommen wir einmal zu den Minifiguren. Kurz einmal dazu gesagt, es wird auch noch eine Standard-Edition geben. Die schauen wir uns gleich nochmal im direkten Vergleich an. Dort wird es nämlich dann auch Minifiguren geben. Dort sind 3 Minifiguren enthalten, hier bei der Limited Edition 5 und die überschneiden sich auch teilweise. Wir fangen hier mal links an. Dort haben wir dann einen Kommandanten des Panzers. Der ist in beiden Versionen enthalten. Eine Position weiter nach rechts haben wir dann einfach einen deutschen Soldaten hier in einer Mehrfachtarnung und dieser ist nur in der Limited Edition erhältlich. Daneben haben wir dann 2 Panzercrew-Mitglieder hier in Schwarz und dann kommen wir wieder zu einer exklusiven Minifigur hier in der Limited Edition, auch mal wieder in einer Mehrfachtarnung. So, hier dann zum Vergleich. Es wird auch, wie eben schon angekündigt, eine Standard-Edition geben, dann mit der Setnummer 2674, eine Nummer mal wieder nach oben.
Bei der Limited Edition, dort baut ihr die Porsche-Variante mit der 12,8 cm Kanone und dann in der Standard-Edition baut ihr die Henschel-Version. Das Ganze ist dann in der Standard-Edition eine Wintertarnung mal wieder. So, wir haben deutlich weniger Teile bei der Standard-Edition. Ebenfalls haben wir auch schon einen bekannten Preis bei der Standard-Edition. Diese wird eine unverbindliche Preisempfehlung von 119,99 € haben. Und weil das hier so 264 Teile, glaube ich, mehr sind bei der Limited Edition, würde ich mal davon ausgehen, dass wir auch mindestens bei 119,99 € in der UVP landen werden, wenn nicht sogar noch ein Zehner mehr. Ich gehe aber dafür auch mal wieder davon aus, dass wir dann 10% Rabatt während der Vorverkaufsphase erhalten und somit sollten wir dann bei 130 €, liegen also dann im Endeffekt bei 117 €, wenn nicht sogar nur 108 €, falls die UVP ebenfalls hier bei 120 € liegt. Der Vorverkauf der Limited Edition, der startet gleich morgen am Montag, dem 4. Mai 2026, in der Regel so in den Vormittagsstunden. Wie gesagt, dafür geht ihr dann auf die offiziellen Kobi Online-Shops, wie beispielsweise auf kobi.eu. Der Release der Standard-Edition, der ist dann für Ende Mai angesetzt. Der 29. Mai, das ist ein recht ambitioniertes Datum, weil am gleichen Tag die Enterprise, wollte ich schon fast sagen, natürlich der Aircraft Carrier von Top Gun, ist ja natürlich nicht die Enterprise, der soll am gleichen Tag erscheinen. Schauen wir mal, ob das so hinkommt, aber in der Regel wird ja bei Kobi immer mal ein paar Tage vor- oder zurückgeschoben. Die Ausgabe der Limited Edition, die dürfte dann auch wieder so in 3-4 Wochen nach Start des Vorverkaufs stattfinden und dürfte dann in etwa zeitgleich mit der Standard Edition sein. So, und hier im Hintergrund seht ihr ein paar Bilder der Standard Edition mit der Setnummer 2674, Panzerjäger Tiger, Ausführung B, Jagdtiger. Solltet ihr euch für dieses Set interessieren, das könnt ihr bei mir mit einem Rabatt gegenüber der UVP in meinem Online-Shop auf trendgames.de vorbestellen. Den Link dazu findet ihr natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. So, und dann würde ich von euch gerne mal wissen, welche optische Version des Panzermodells gefällt euch besser, die Wintertarnung oder auch die Pflanzencamouflage der Limited Edition. Natürlich, was sagt ihr auch zum Preis? Mittlerweile sind wir bei größeren Panzermodellen im Maßstab 1:28 bei 120 € UVP gelandet. Was haltet ihr davon? Ist das bei euch noch im Rahmen des Akzeptablen oder sagt ihr schon, da bin ich raus? Schreibt es auf jeden Fall gerne mal mit in die Kommentare rein. So, und an dieser Stelle habe ich dann wie immer noch 2 Videoempfehlungen für euch. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei der Eilmeldung hier auf YouTube bei meinem Zweitkanal auf Trendgames. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und verbleibe dann bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.